Hello viewer, my name is Boris Stöckermann and I welcome you to the 6th edition of Zenner News. This time a very special edition, because we are the first time at a customer site. Today we are in the beautiful Saarland at the Stadtwerke Dillingen. I'm accompanied by my colleague Patrick Leiner, Project Manager IoT Solutions. Thank you, Boris. So I think we already expected. Let's go in. Let's go in. Hallo zusammen. Hallo, Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Ja, liebe Zuschauer, heute unser Gastgeber Norman Greiner von den Stadtwerken Dillingen. Herr Greiner, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass Sie uns besuchen. Herzlich willkommen. Herr Greiner, die Stadtwerke Dillingen sind ja Vorreiter in Sachen IoT. Sie haben ja bereits vor mehreren Jahren gemeinsam mit Zenner als Partner Ihr eigenes LoRaWAN-Netz aufgebaut. Ja, das ist vollkommen richtig. Wir haben im Bereich LoRaWAN verschiedenste Anwendungen im Bereich erfolgreich umgesetzt, mit sehr guten Erfolgen. Und welche Anwendungsfälle das sind, das sehen wir uns jetzt an im ersten Beitrag. Um die Energiewende voranzutreiben und Prozesse effizienter zu gestalten, hat sich die Stadtwerke Dillingen für ein LoRaWAN-Netz entschieden. Vor 2 Jahren haben wir mit dem Ausbau des LoRaWAN-Netzwerks in Dillingen begonnen. Wir sind mit 6 Gateways gestartet. Im aktuellen Ausbauzustand haben wir 9 Gateways verbaut. LoRaWAN ist eine kostengünstige und nachhaltige Investition. Bei den Stadtwerken gibt es jede Menge sinnvolle Anwendungsfälle, wie zum Beispiel die Funkablesung von Wasser- und Wärmezählern, Heizkostenverteilern oder auch Rauchmeldern. Die LoRaWAN-Netzdaten verarbeiten wir in der Element Suite. Dort können wir entsprechende Regeln für Automatisierung erstellen und die Messwerte auswerten. Auf unserem Verwaltungsgebäude in der Feldstraße wurde eine Wetterstation installiert, die uns verlässliche Wetterdaten liefert. Im Kundencenter, im Meetingraum und auch in der Kasse haben wir einen CO2-Raumsensor installiert, der die Luftqualität misst. Die Kollegen bekommen eine E-Mail bei Änderung der Luftqualität und müssen die Fenster öffnen. Um zukünftig die Parkraumauslastung erfassen zu können, haben wir testweise unter unserem Außendienst Elektrofahrzeug einen Parksensor installiert. Die nächsten Schritte sind unter anderem eine Nachverdichtung des LoRaWAN-Netzes. Wir möchten in Müllbehältern LoRa-Füllstandsanzeigen installieren, in öffentlichen Gebäuden eine Raumluftüberwachung realisieren oder auch unsere Straßenbeleuchtung mit LoRaWAN-Rundsteuerempfängern ausstatten. Wie Sie sehen, ist LoRaWAN sehr vielfältig nutzbar. Die Stadtwerke Dillingen gehen den Weg zur Digitalisierung also konsequent weiter und setzen bereits neue Anwendungsfälle um auch in Zukunft smart, digital und nachhaltig zu sein. Willkommen zurück. Ich befinde mich inzwischen auf dem Dach der Stadtwerke Dillingen, gemeinsam mit Norman Greiner von den Stadtwerken Dillingen und meinem Kollegen Patrick Leiner. Herr Greiner, da haben Sie ja in der Tat wirklich sehr interessante Anwendungsfälle umgesetzt mit LoRaWAN. Ja, das stimmt. Wie man im vorherigen Beitrag sehen konnte, haben wir eine Vielzahl von verschiedensten Anwendungsfällen bisher umgesetzt. Das ganze Portfolio reicht von der Zählerfernauslesung bis hin zum Smart City-Thema Smart Parking. Patrick, aus deiner Sicht als IoT-Projektmanager, worauf kommt es bei IoT-Projekten im Konkreten an? Ja, da gibt es verschiedene Aspekte. Wir bei Zenner legen vor allen Dingen einen Wert auf die intensive Betreuung des Kunden und die gute Projektplanung. Wir legen auch Wert auf einen durchgängigen Support, um den Kunden zu unterstützen. Und natürlich kommt es auch auf den Kunden selbst an. Und hier in Dillingen, und das freut uns umso mehr, sehen wir eine hohe Innovationsbereitschaft natürlich auch für neue Projekte und neue Use Cases zu testen. Apropos neue Use Cases und neuen Anwendungslösungen, Herr Greiner. Was gibt es denn für neue Use Cases bei Ihnen bei den Stadtwerken? Wenn wir uns gerade hier auf dem Dach befinden, haben wir vor kurzem eine Wetterstation installiert, die uns regelmäßig die aktuellen Wetterdaten per LoRaWAN überträgt. Des Weiteren haben wir mit der Firma Zenner zusammen ein Smart Parking Projekt umgesetzt mit einer kamerabasierten Lösung auf LoRaWAN-Basis. Patrick,
kamerabasierte Lösung mit LoRaWAN, Bilddaten über LoRaWAN, das geht doch gar nicht. Wie funktioniert das hier? Ja, die Auslastung der Parkflächen wird hier wirklich über eine Kamera aufgenommen. Das Ganze wird an einen PC geleitet und dort wird der Belegungszustand der Parkflächen dann umgerechnet und auch nur diese Daten werden wirklich auch über LoRaWAN in die Element Suite übertragen. Von dort aus wird das Ganze dann weitergeleitet in das Backend des Kunden. Herr Greiner, sind denn noch weitere Anwendungsfälle aktuell geplant? Ja, unter anderem die Überwachung der Temperaturen und Regelung der Temperaturen in städtischen Gebäuden über Heizungsthermostate. Des Weiteren möchten wir Rauchwarnmelder installieren sowie Trafostationen mit LoRaWAN-Technik ausstatten. Speaking of transformer stations, the monitoring of transformer stations with LoRaWAN is spreading rapidly. The background to this is the energy transition, which presents grid operators with new challenges. You can see what these are and how they can be solved in the following article. The energy transition is presenting electricity grid operators with new challenges. Electromobility, private charging infrastructure, heat pumps, and the use of renewable energies are having a major impact on the stability of medium and low voltage grids. LoRaWAN, Long Range Wide Area Network, creates the required transparency to solve tasks smartly, for example, through consistent monitoring of local network transformer stations. Equipping them with sensors is uncomplicated and not expensive. There are approximately 600,000 local network transformer stations in Germany, which are neuralgic points in the power supply. In the event of failure or interruption, consumers feel the effects immediately. As many transformer stations are still not linked, breakdowns are not usually transmitted automatically and can only be localized with great effort. For better monitoring, different sensors are placed in the transformer stations. These continuously transmit the required network status data to the LoRaWAN gateway. From there, the status information is migrated on into the Element IoT platform, where it can be used in a special app or processed for the supplier's control room and forwarded in an ISMS-compliant way. By monitoring local network transformer stations with LoRaWAN, grid operators can now detect unusual operational statuses early and react proactively to them before there are supply interruptions. Costly damage to equipment and interruptions to the power supply are effectively and economically avoided. In this way, you can achieve more security for network stability and supply. It is simple. With IoT by Zenner. Smart transformer stations are another step towards the digitalization of the energy transition. However, the energy transition does not only concern electricity and heat. The topic of gas has also been increasingly in the spotlight for some time. Precise measurement technology is needed to measure consumption accurately. Zenner already presented its new gas meters for the German and European market at the end of last year. You can find out more about this in our next article. Zenner gehört seit Jahren zu den größten Gaszählerherstellern weltweit. In 2023 werden wir weltweit 8 Millionen Gaszähler produzieren und vertreiben. Mit einer hochmodernen und effizienten Produktion sind wir in der Lage, Zähler in der Qualität zu produzieren, die der Markt von uns erwartet. Nachhaltigkeit, Energie und Kostensparen stehen zurzeit ganz oben auf der Agenda der Kommunen. Das hat auch Auswirkungen auf die Messtechnik. Die Anforderungen hinsichtlich Präzision, Qualität und Wirtschaftlichkeit werden immer höher. Mit unserer neuen Baureihe von Balkengaszählern in den Zählergrößen G4 und G6 kommen wir zur richtigen Zeit auf den Markt. Im September 2022 haben die Zähler die Zulassung nach der europäischen Messgeräterichtlinie MID erhalten. Auch die DVGW-Zulassung wird noch in 2022 folgen. Damit steht dem Markteintritt in Deutschland und Europa nichts mehr im Wege. Ich bin fest davon überzeugt, dass es in Zukunft mehr denn je auf das Gesamtpaket ankommen wird. Ein moderner Gaszähler muss langzeitstabil sein und für höchste technische Qualität und Sicherheit stehen. Außerdem müssen die Zähler kommunikationsfähig und gleichzeitig wirtschaftlich attraktiv sein. Wir sind überzeugt, dass wir einen Zähler für diese Anforderungen auf den Markt bringen und damit erfolgreich sein werden. Die Branche reagiert sehr positiv darauf, dass Zenner nun auch in den Gaszählermarkt eintreten wird.
Herr Greiner, ganz herzlichen Dank für die spannenden Einblicke, was Sie hier mit LoRaWAN und Zenner gemeinsam machen. Und natürlich herzlichen Dank für die Gastfreundschaft. Sehr gerne. Vielen Dank, Herr Greiner. Vielen Dank, bis bald. Bis bald. So, thank you, Patrick. This was a very interesting insight into your project work here at Stadtwerken Dillingen. Thank you very much. Thank you, Boris. It was a pleasure for me today, and it was very fun. So maybe next time at a customer from mine. Yeah, for sure, Patrick. Thank you very much. Dear viewers, that's it. It was the 6th edition of Zenner News, today from the Stadtwerken in Dillingen. See you next time and take care.